Hallo Leute, wir machen Baustellenurlaub und wie das im Urlaub so ist, passt man seine Aufstehzeiten an. In diesem Fall leider nach vorne. Ja. Heute werden wir irgendetwas machen, was wir noch nicht so genau wissen. Doch, im besten Fall mauern wir jetzt die Seiten hoch, solange es nicht zu heiß ist. Das heißt, heute beginnt die große Phase des Überkopfmauerns. Hier haben wir ja schon zwischen den Sparren mit Steinen verschlossen, aber an den Seiten des Gebäudes und an der Rückseite fehlt das noch. Und das werden wir jetzt machen. Und dafür haben wir gedacht, klettern wir mal aufs Dach und werden dann versuchen, über Kopf zu mörteln. Ja, also über Kopf mörteln. Who knows, ob das der richtige Begriff ist, für uns auf jeden Fall schon. Und was das bedeutet, das seht ihr dann jetzt. Diesen Schlitz müssen wir verschließen und die Frage war jetzt, ob man das von innen machen kann. Aber dann hat man natürlich auch nur den Schlitz, um das Material durchzugeben. Hier auf dem Dach gibt es jetzt hier die Annahmestelle für Steine und da hinten die Arbeitsarea. Ja, Steine sind da zwar jetzt schon ein paar, aber jetzt brauchen wir natürlich noch Mörtel. Puh, Mann, das ist eine ewige Schlepperei hier aufs Dach. Hier steht jetzt unser Material und hier muss jetzt gemauert werden. Quasi von hier unten bis nach da unter das Dach. Tja, jetzt ist die Frage, legen wir uns mit dem Bauch aufs Dach, um dann so kopfüber zu mörteln, oder nehmen wir die Leiter und stellen die hier dran. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Hier jetzt der Versuch, mit dem Bauch auf dem Dach zu liegen. Und wie ist das? So, man kommt fast dran. Man kommt fast dran. Okay. Ich meine, ergonomisch ist es natürlich nicht, aber vielleicht ist es nicht so schlecht. so schlecht. Muss man halt nicht irgendwie diese Leiter da so. Ja, können wir probieren. Du kannst ja erstmal so probieren. Das wäre jetzt eh voll viel Aufwand, die Leiter da. Ja. Wir versuchen es jetzt mal mit der Kopfüber-Bäuchlingsmauerung. Und wie ist hier der Zwischenstand? Will nicht.
Jetzt sind wir von da vorne der Kante bis hier immerhin schon gekommen. Ganz schön anstrengend. Jetzt geht es wieder darum, Material hier hochzuholen. Ja, ich würde sagen, so ein Viertel von einer Dachkante haben wir jetzt geschafft. Steine, Mörtel. Sieht nicht nach so viel Material aus, aber es ist wirklich mega schwer, das hier hochzukriegen. Wir müssen uns langfristig für die anderen Seiten auch noch eine andere Lösung überlegen. Und hatten auch schon die Idee, dass wir hier in die Weide irgendwie eine Rolle installieren. Vielleicht können wir uns dann aus dem Hof direkt die Steine hochziehen. Mal sehen. Und wie ist die Lage? Ach, K.O., zu viel Blut im Kopf. Zeit für eine Pause. Tja, also es hat jetzt angefangen zu regnen und jetzt auch schon wieder aufgehört, aber das Wetter ist so unbeständig. Deswegen widmen wir uns einem kleinen anderen Problem im Hof. Was ist hier das Problem? Verstopfung. Also jetzt gewitzert und wir haben zum Glück gerade den Durchbruch geschafft beim Gully. Jetzt können wir uns quasi live anschauen, ob es funktioniert. Jetzt regnet und unser Gully funktioniert. Alright Leute, für heute machen wir Feierabend, weil das Wetter einfach zu doll ist und das markiert jetzt auch einen guten Moment zu gehen. Morgen geht's weiter. Die ganze Schlepperei hier aufs Dach ist natürlich mega anstrengend und deswegen versuchen wir jetzt eine gute Lösung dafür zu finden, die Dinge einfach aufs Dach zu bringen. Und die Idee ist eine Seilwinde und die wollen wir gerne an einem Baum befestigen und ihr müsst jetzt die Daumen für uns drücken. Hier ist bereits die Seilwinden-Hardware, diese Rolle, dieser Karabiner an diesem Seil. Unsere Idee ist es, an diesem Baum hier oben die Seilwinde zu installieren und dann können wir von dort die Steine hier nach oben ziehen. So, jetzt sind wir hier auf der Dachterrasse. Ja. Und was? Müssen wir uns einen cleveren Move überlegen. Da in diese Gabel wollten wir. Ja, ich weiß nicht, ob die nah genug ist. Also weit genug entfernt. Ach so, eine weiter unten. Okay. Weit, Diese Gabel. ja, die andere ist schon besser. Ja, also die hier ist auf jeden Fall stärker. Das ist nicht das Problem. Die findest du besser? Ach so, weil die zu weit Weil dann die ist. so auch so zugewachsen ist. Ja. Na gut, wir probieren mal in diese Gabel rein. Ja. Also unser Problem ist jetzt hier gerade, dass unser Seil an sich nicht genug Gewicht hat. Deswegen besorge ich jetzt ein Gewicht und Corinna löst in der Zeit hier Knoten auf. Das ist jetzt hier unser Gewicht. Mal schauen, ob das funktioniert.
Also letztlich war der Hammer dann doch ein zu großes Risiko fürs Fenster. Und deswegen will ich euch jetzt nicht vorenthalten, was es letztlich geworden ist. Hier dieser Schuh ist jetzt das Gegengewicht nämlich geworden. Da binden wir jetzt unsere Seilwinde dran und ziehen die dann ein bisschen weiter nach oben. Und dann können wir hoffentlich alles gut hier hochziehen. Hier ist jetzt das Seil befestigt, geht hier auf diese Rolle und dann wieder nach unten. Also es hat ein paar Anläufe gebraucht, das über diese Gabel zu werfen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier jetzt gleich die ersten Steine hochziehen können. Jetzt kommt hier der Probeeimer. Kommt jetzt rein. Okay. Jetzt hat er leichte Schieflage. Du musst halt an der Dachrinne schauen. Dann sag ich dir Bescheid. Jetzt gleich. Ja, geht auf jeden Fall. Es funktioniert. Unsere Seilwinde. So, die Materialakquise hat hier stattgefunden. Wir haben die ganzen Steine und den ganzen Mörtel hochgebracht. Und jetzt geht es darum, hier weiter zu mörteln. Ja, also ich würde sagen, die Hälfte von einer Dachseite haben wir jetzt. Ich zeige euch mal ein paar Details. So sieht das jetzt hier aus. Dieses Holz hier ist die Mittelpfette, also das ist die Hälfte. Und da würde ich mal sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir schon. Bis da drüben müssen wir halt noch. So ungefähr sieht das übrigens aus von vorne. Also letztlich würde ich sagen, ein Maurer würde so nicht arbeiten. Hier nochmal ein Einblick in die Mörtelsituation. Hier wird nämlich professionell mit der Hand gemörtelt. Klar. Hier der Zwischenstand der Einkalkung des Daches. Und der Einkalkung der Kori. Bis hier sind wir jetzt gekommen. Von ganz da drüben. Ist zwar angenehm hier zu arbeiten, wenn die Sonne nicht direkt auf einen scheint, aber so langsam wird es wirklich spät und von daher machen wir für heute mal Schluss. Hallo Leute, heute werden die Seiten des Gebäudes verschlossen
Oder zumindest Ein Teil davon. ein Teil davon. Wir mörteln wieder über Kopf. Jetzt hier wieder auf dem Dach. Ziehen wir wieder Steine hoch. Und benutzen dafür unsere Seilwinde. Da unten ist Kuri. Und befüllt die Pumpis. Und so sieht das Dach aus, wenn man mit einer Seite fertig ist. Yes, die Seite ist gänzlich verschlossen. Wir sind mit einer Seite fertig, das ist mega cool. So. Yay, diese Raumseite ist jetzt auch verschlossen. Jetzt wird es viel zu warm auf dem Dach, um da weiter zu arbeiten. Von daher widmen wir uns jetzt anderen Aufgaben. Wir haben letztlich in einer guten Stunde irgendwie noch ein Drittel vom Dach zugekriegt. Also man muss wirklich sagen, diese Materialakquise, die Steine da hochschleppen und den Mörtel da hochschleppen, ist einfach das Anstrengendste. Wenn man dann einmal dabei ist zu mörteln, geht es eigentlich recht flott. Also man bräuchte hier noch 1 bis 2 bis 3 Personen, die einem einfach helfen, den Kram hochzuschleppen. Als kleine Zwischenaufgabe werde ich das große Kabel hier jetzt mal von der Fassade ziehen. Dann gibt es hier schon mal ein bisschen schöneres Bild auf die Fassade. Dieses da so durchhängende Kabel ist nicht mehr in Benutzung, weil wir den Strom ja jetzt in den Boden gelegt haben. Fertig für heute. Kabel abgenommen, Fassade nochmal in einem ganz neuen Anblick gewonnen und auch ein bisschen gemauert. Richtig guter Tag und ich zeige euch jetzt noch einmal die Fassade. Hier strahlt sie nun in neuem Glanz, ohne dieses elendige Kabel hier. So langsam wird es so richtig final. Jetzt wird es aber auch Zeit für eine kleine kalte Dusche, die hier schon provisorisch aufgebaut ist. Und von daher würde ich sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, wie viel Gewicht hat dieses Kabel. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!